Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ADD Smart Home. Im heutigen Video möchte ich euch ein relativ unbekanntes Feature in Tasmota vorstellen. Und zwar geht es darum, wie man Telegram-Nachrichten aus Tasmota heraus verschicken kann. Das Feature, das ist so unbekannt, dass es nicht einmal in der Doku dokumentiert ist. So viel mal dazu. Was könnt ihr damit also machen? Also ihr könnt damit ohne zusätzliche Software, Umwege oder ähnliches einfach Nachrichten per Tasmota versenden, wobei einfach so ist ein klein bisschen übertrieben, denn damit das Ganze funktioniert, muss man die Funktion zuerst mal in Tasmota freischalten. Außerdem soll man, wenn man das Ganze freigeschaltet hat, soll man sogar Tasmota-Geräte damit steuern können, also zum Beispiel ein Relais schalten oder ähnliches, aber dazu später mehr. Also, falls ihr mehr darüber wissen wollt, bleibt dran, nach einem kurzen Intro geht's los. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video, bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, bevor wir loslegen, für wen ist das Ganze bzw. wann kann so etwas überhaupt Sinn machen? Also erstens für alle, die zum Beispiel keinen IO-Broker, Home Assistant oder ähnliches haben, um Nachrichten von dort aus zu verschicken. Für die ist diese Funktion perfekt, um sich bei bestimmten Ereignissen benachrichtigen zu lassen. Zweitens für alle, die auf Nummer sicher gehen wollen und die bei einem bestimmten Ereignis sicherstellen wollen, dass eine Nachricht oder eine Warnung oder ähnliches auch tatsächlich verschickt wird und nicht gerade in dem Moment das Smart Home System streikt und die Nachricht deswegen nicht verschickt werden kann. Also das wäre so ein Punkt, dass man einfach auf Nummer sicher gehen will. Gibt noch bestimmt mehrere von diesen sinnvollen Einsatzmöglichkeiten, aber das waren so die zwei, die mir spontan eingefallen sind. Falls euch mehr einfallen sollten, dann ab damit in die Kommentarspalte und lasst mich wissen, was für einen Einsatz, Sinn, Zweck ihr zum Beispiel sehen würdet. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Also, damit wir Telegram verwenden können, müssen wir, wie gesagt, zuerst mal das Ganze in der Firmware aktivieren. Und das ist leider nicht mit einem Befehl oder so getan, sondern man muss sich die Firmware selbst kompilieren, wo die Funktion aktiv ist. Aber keine Angst, das Ganze ist sehr einfach und ist auch sehr schnell erledigt. So, der einfachste Weg, das Ganze zu machen, ist mit dem Tasmo Compiler. Damit funktioniert es relativ einfach. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein GitHub-Account. Wie ihr euch den erstellt, das zeige ich euch jetzt nicht. Es sollte aber alles selbsterklärend sein. Also einfach auf github.com gehen und sich registrieren und dann könnt ihr im Endeffekt auch schon gleich loslegen. So, um loszulegen, geht ihr halt auf die tasmota.github.io Seite. Ich verlinke euch das auch nochmal in der Videobeschreibung oder blende es euch hier oben mal ein. Geht also auf diese Seite und dann ein bisschen weiter runter bzw. relativ weit unten und dort gibt es diesen Tasmo Compiler. Einfach da draufklicken, dann werdet ihr weitergeleitet. Und dann geht ihr relativ weit unten, da gibt es dann einen Link, also zuerst mal kommt die Bedienungsanleitung, wie das Ganze funktioniert und dann, wie gesagt, sehr weit unten oder fast ganz unten gibt es dann hier Click Link to Gitpod, dann werdet ihr an Gitpod weitergeleitet. Es kann sein, dass zuerst mal ein Pop-up-Blocker das Ganze blockiert. Einfach darauf achten, ich klicke hier zuerst mal auf Continue with GitHub, dann muss ich mich mit meinem GitHub-Account hier anmelden. Dauert jetzt einen kurzen Augenblick und dann sollte das hier sichtbar sein. Klicken hier auf Continue, können alles so lassen, wie es war. Dauert, wie gesagt, einen kurzen Augenblick. So, jetzt wird zuerst mal alles geladen, was benötigt wird. So, jetzt seht ihr, das Ganze ist fertig und hier oben rechts kam ja, dass das Ganze blockiert wurde. Wir sagen hier also, dass das Ganze erlaubt werden soll. Fertig. Und müssen das Ganze nochmal aktualisieren, also F5 auf eurer Tastatur oder die Seite einfach nochmal neu laden und dann solltet ihr sofort weitergeleitet werden auf die Tasmo Compiler Version, in meinem Fall hier 11.4. Klicken hier einfach auf Quellcode herunterladen. Dann sagen wir, wenn das hier fertig ist, sagen wir weiter, tragen unsere WLAN-Daten ein, wenn ihr wollt, ansonsten überspringt das Ganze. Sagen auch hier wieder weiter
und dann können wir auswählen, für welches Gerät das Ganze sein soll. In unserem Fall ist es ein ESP8266. Hier wählen wir Generic aus. Das hier können wir weglassen, da es kein ESP32 ist. Dann können wir noch sagen, was für Geräte mit dem, ja, zum Beispiel in meinem Fall D1 Mini gesteuert werden sollen. Wir können jetzt hier zum Beispiel sagen Abstandssensoren oder irgendetwas anderes. Wählt wie gesagt das aus, was ihr braucht, klickt auf Weiter und hier wird jetzt Telegram aktiviert. Das Ganze ist mit einem simplen Befehl erledigt, ohne viel Schnickschnack. Der Befehl, der hier eingetragen werden muss, ist folgender: Define Use Telegram. Das war's. Mehr müsst ihr nicht eintragen. Einfach auf Weiter klicken, dann wählt ihr die Tasmota-Version aus, die ihr haben wollt, dann die Sprache, falls ihr eine andere haben wollt, und klickt dann auf Kompilieren. Das Ganze dauert jetzt wieder einen kurzen Augenblick. So, das Ganze dauert einen kurzen Augenblick. Ihr seht es hier, 1,5 Minuten hat es gedauert und jetzt können wir das Ganze runterladen. Also wir können entweder die Firmware Bin runterladen oder die gezippte Version. Ich lade hier die Firmware Bin runter. Jetzt müssen wir das Ganze noch flashen. Ich verwende hierfür Tasmotizer. Gefällt mir am besten, funktioniert auch am einfachsten meiner Meinung nach. Stecken also unseren ESP an den Computer an. Achtet darauf, dass ihr ein USB-Kabel verwendet, das Datenübertragung kann. Bekommt relativ häufig Meldungen, dass irgendetwas nicht funktioniert. Dann liegt es meistens an dem USB-Kabel, deswegen darauf achten. Also das Gerät ist angesteckt, sage hier Refresh. Das Ganze ist mit dem COM-Port 3 angeschlossen. Wähle jetzt die eben kompilierte Firmware aus. Das war in meinem Fall nicht die hier, sondern die war woanders gespeichert. Und zwar die hier. Achtet darauf, dass Erase Before Flashing steht. Sagt hier Tasmotize. Dauert jetzt einen kurzen Augenblick und dann sollte Tasmota auf dem ESP geflasht sein. So, nachdem das abgeschlossen ist, prüfen wir kurz, dass das Gerät vorhanden ist, beziehungsweise dass alles geklappt hat. Zeigen uns die IP-Adresse an oder lassen uns die IP-Adresse anzeigen, wechseln auf die Web-Oberfläche und hier steht dann, dass das Ganze mit dem Tasmota Compiler kompiliert wurde, also das passt soweit. Das heißt, jetzt müssen wir weitermachen mit Telegram, beziehungsweise wir müssen zuerst mal einen sogenannten Telegram-Bot erstellen, mit dem wir dann kommunizieren und uns die Nachrichten zukommen lassen können. Okay, wir machen jetzt weiter auf dem Handy. Wenn ihr mit Telegram noch nie etwas zu tun gehabt haben solltet oder noch keinen Bot habt, dann sind die Schritte wie folgt, beziehungsweise ich habe schon mal ein Video zu dem Thema gemacht, verlinke ich euch auch noch mal hier oben. Da wird das Ganze vielleicht ein bisschen ausführlicher erklärt, aber ich probiere alles in dieses Video auch mit reinzumachen. Also, wir gehen hier oben auf die Lupe und suchen dann nach dem sogenannten Bot-Father. Der wird dann normalerweise auch sofort angezeigt. Dann klicken wir hier unten links auf das Menü, falls das bei euch nicht da sein sollte, wieso auch immer, dann tippt ihr einfach ein /new bot, um einen neuen Bot zu erstellen. Jetzt wird uns gesagt, wir sollen einen Namen für den Bot auswählen. Ich sage hier jetzt mal, was hatte ich mir notiert, Tasmota Bot 2903. Den Namen hier könnt ihr frei wählen, kann ja auch schon vergeben sein, wie gesagt, spielt keine Rolle. Dann sollen wir nochmal einen Namen auswählen, der auf Bot endet. Hier wird uns jetzt angezeigt Tetris-Bot oder wie auch immer. Hauptsache der letzte Part endet auf Bot. Ich sage hier folgendes. Also Tasmota EDD 2903-Bot. Das sollte frei sein und nicht vergeben sein. Falls der Name schon vergeben sein sollte, weil ihr irgendetwas wählt, was jeder wählen würde, dann bekommt ihr halt eine Meldung, dass das Ganze nicht funktioniert, weil der Name schon vergeben ist. So, jetzt wird uns hier der Token angezeigt, den HTTP API Token, den benötigen wir gleich noch. Der geht auch nicht verloren. Ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr jetzt hier rausgeht, dass der auf einmal weg ist. Ihr könnt es euch auch zwischenspeichern, wie immer ihr wollt. Wie gesagt, der ist im Normalfall, bleibt er hier erhalten. Gehen hier raus, gehen hier auf die Lupe und suchen jetzt nach dem Bot, den wir gerade eben erstellt haben. Also bei mir war es ja Tasmota. Und jetzt wird er hier auch angezeigt, Tasmota Bot 2903. Das war mein Bot. Wähle den aus.
und dann bin ich hier in dem Bot drin, beziehungsweise kann hier auf Start klicken und dann startet der Bot. So, jetzt benötigen wir noch unsere ID. Dazu gehen wir wieder zurück, suchen hier wieder nach einem anderen Bot, der uns unsere ID anzeigt. Der Bot heißt ID-Bot. Von denen gibt es jetzt mehrere. Ich sage hier mehr Anzeigen. Das ist normalerweise, also den ich verwende, ist der hier mit dem blauen Fingerabdruck. Also einfach da draufklicken und dann wird uns, können wir starten. Jetzt sagen wir hier Get ID und dann sollte uns unsere ID angezeigt werden. Das ist in meinem Fall so eine Zahl aus mehrere Stellen und diese ID benötigen wir auch noch. Die können wir uns auch gleich notieren, beziehungsweise brauchen sie dann in Tasmota. So, jetzt wechseln wir wieder in Tasmota, gehen hier in die Konsole von Tasmota rein und müssen zuerst mal 5 Befehle eingeben, damit das Ganze aktiviert ist. Also Befehl Nummer 1 lautet wie folgt: TM Chat ID und unsere ID, die wir als erstes rausgesucht haben. In meinem Fall war das ja diese 64 ... und so weiter und so fort. Also einfach das Ganze hier eingeben, absenden und dann bekommt ihr hier als Rückmeldung TM Chat ID und dann die Nummer, die ihr gerade eingegeben habt. Dann müssen wir als nächstes den Token eingeben, also auch hier wieder TM Token und dann den Token, den ihr aus Telegram rausbekommen habt, also vom Botfahrer ganz am Anfang bekommen habt. Das ist diese endlos lange Zahl. Achtet darauf, dass ihr die richtig eingebt, damit es da keine Probleme gibt. Bestätigt es auch wieder. Auch hier wieder einfach TM Token und dann der Token angezeigt. Das heißt, das funktioniert. Jetzt müssen wir in Tasmota aktivieren, dass wir Befehle bzw. Nachrichten schicken können. Das machen wir mit TM State und dann der 1. Das bedeutet, dass wir Nachrichten verschicken können. Dann können wir auch noch Nachrichten empfangen. Das machen wir mit TM State 3. Dadurch können wir Nachrichten empfangen. Ihr seht, hier hatten wir zuerst mal Senden aktiviert und hier unten hatten wir Empfang aktiviert. Dann können wir auch noch das Echo aktivieren. Das ist TM State 5. Damit aktivieren wir dann das Echo. Das heißt, wir können jetzt senden, Empfang und Echo. Dann wird uns angezeigt, was passiert. Also einfach nochmal eine Rückgabe von dem, was gemacht wird. So, und dann zu guter Letzt müssen wir noch eine Option aktivieren. Und zwar ist das die Option 132, die aktivieren wir mit 1 und damit wird die Fingerprint Validation aktiviert. Die brauchen wir, damit wir uns registrieren können bzw. per Telegram kommunizieren können. Und das ist einfach nur dafür gedacht. Also Set-Option 132.1 aktiviert das Ganze und dann soll es das im Grunde auch schon gewesen sein. Telegram sollte eingerichtet sein. So, das Ganze wurde jetzt einmal neu gestartet. In den früheren Versionen oder zu Anfangs von dieser Telegram-Geschichte war das so, dass man diese Daten immer wieder neu eingeben musste und beim Booten laden musste. Das ist in den aktuellen Tasmota-Versionen nicht mehr der Fall, sondern das Ganze wird jetzt fest in die Firmware reingeschrieben, in den Flash reingeschrieben und muss nicht bei jedem Boot neu gemacht werden. So, damit wir jetzt eine Nachricht per Telegram schicken können, müssen wir einfach hier TM Send eintippen und können dann hier einfach mal sagen Test 1, 2, 3. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig geschrieben und dann sollte auf dem Handy die Nachricht ankommen. So, hier steht TM Send Done und dann auf dem Handy erkennt man das? Ich glaube schon. Schicken wir das nochmal. Und so. Und dann sollte die Nachricht kommen. Ihr seht, es ist eine neue Nachricht gekommen. Und somit habt ihr jetzt Nachrichten aus Tasmota heraus direkt in Telegram geschickt. Normalerweise sollte das auch andersrum gehen. Das heißt, ihr könntet theoretisch Nachrichten von hier nach da. Jedes Mal, wenn ich es getestet habe, hat es nicht funktioniert. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Beziehungsweise, damit wir das Ganze mal richtig testen können, stelle ich hier mal schnell ein Relais, füge ich mal hier hinzu, damit wir das testen können, dass das Ganze auch funktioniert.
Also kurz Relais aktiviert. Dann können wir sofort weitermachen. Ich sage jetzt hier einfach mal auf GPIO 7 ein Relais speichern und wieder zurück. Und jetzt sage ich hier Power on und mit etwas Glück funktioniert es. Gucken, ob in der Konsole angekommen ist. Mal so probieren. Also wie gesagt, irgendwie hat es bei mir nie funktioniert, soll aber so funktionieren. Okay, also das habe ich mir schon gedacht, das funktioniert irgendwie nicht. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal getestet. Ich dachte, vielleicht ist es diesmal genau andersrum, dass es diesen Vorführeffekt mal nicht gibt, aber es ist so, wie es ist. Das kriege ich irgendwie nicht hin, von Telegram in Tasmota eine Nachricht zu schicken. Ich habe echt schon alles Mögliche probiert, funktioniert bei mir einfach nicht. Falls ihr eine Idee habt, woran das liegen könnte, dann gerne ab damit in die Kommentarspalte. Vielleicht seht ihr, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe bei euren Recherchen, aber ich habe dazu leider nichts gefunden. So, wie sollte es anders sein? Ich habe das Ganze nochmal getestet, weil mir das Ganze keine Ruhe gelassen hat und ja, ich weiß nicht wieso, aber auf einmal funktioniert es. Ich habe jetzt nochmal einen neuen Bot erstellt, um euch das Ganze zu demonstrieren. Also ich habe hier, ich gebe das jetzt einfach nochmal ein, Power 1 gleich 0. Dann bekomme ich ja als Antwort diese Meldung, dieses Echo. Und wenn ich jetzt hier dieses Echo wieder deaktiviere, TM State 4, also deaktiviere das Echo hier. Ihr seht es, jetzt wurde das Ganze deaktiviert und gebe das gleiche nochmal ein. Und ihr seht, jetzt kam es. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich glaube, das TM-Pool hatte ich noch ein bisschen lange. Probieren wir es nochmal. Power 1 gleich 0. So, hat 13 Sekunden gedauert. Ich setze es mal auf TM-Pool 8. Ich glaube, das bewirkt, dass es ein bisschen schneller geht. Richtig schreiben. So, TM-Pool 8. Macht das Ganze jetzt nochmal. Also schaltet es wieder ein. Und ihr seht, jetzt ging es richtig zügig. Nochmal. Und voilà, es funktioniert. Keine Ahnung, wieso es vorhin nicht funktioniert hat. Ich vermute mal, es liegt an diesem TM State 5. Also wir hatten das ja vorhin auf On gesetzt und das gehört anscheinend auf Off, damit das Ganze funktioniert. Und wie ihr seht, jetzt funktioniert es. Ich kann euch nicht sagen, genau woran es gelegen hat oder nicht. Ich habe einfach den Bot nochmal gelöscht, habe Tasmota nochmal auf dem ESP gelöscht, neu installiert, den Bot neu aktiviert, also einen neuen Bot erstellt, den alten gelöscht. Und die Schritte, die ich gemacht habe, seht ihr ja auch hier im Verlauf. Das Ganze gestartet, habe mal einen Test gemacht. Dann hatte ich hier Power 1 gemacht, dann kam die Antwort wegen dem Echo, dann hatte ich das Echo deaktiviert und dann hat es auf einmal funktioniert. Wieso auch immer, manchmal ist es wie es ist, wenn man ein Video aufzeichnet, geht das meistens nicht. Okay, aber jetzt funktioniert, weiter im Video. Okay. Was kann man damit jetzt noch machen? Also man könnte jetzt damit auch noch Rules erstellen, um eine Nachricht zu schicken. Das heißt, wenn irgendetwas passiert, dann soll eine Telegram-Nachricht per Rule geschickt werden. So, wir können mal eine einfache Rule erstellen und zwar hier Rule 1 on Power 1, State 1, also wenn das Relais 1 ist oder an ist, soll er eine Nachricht senden, Relais ist an. So, schicken die Rule. Aktivieren das Ganze noch, Rule 1 gleich on. Und jetzt sollte normalerweise, wenn alles funktioniert und es nicht einen Vorführeffekt gibt, wenn ich hier einschalte, sollte jetzt die Nachricht kommen, dass das Relais an ist. Und ihr seht, die Nachricht ist gekommen, Relais ist an und wir sollten es auch hier sehen, genau, die Rule wurde aktiviert und ja, das Result ist, dass die Nachricht geschickt wurde.
Okay, also somit, das könnte man damit machen. Also mit den Rules, da hatte ich ja auch schon ein Video gemacht. Da könnt ihr alles Mögliche mit Intasmota bzw. mit Telegram dann machen. Bleibt euch überlassen. Das ist jetzt einfach nur eine kleine Demo, was man damit zum Beispiel machen könnte. Wenn zum Beispiel ein Bewegungsmelder ausgelöst hat, dann soll eine Nachricht geschickt werden. Das wäre eine Möglichkeit. Okay, das soll es von mir an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen, denn wirklich gut dokumentiert ist das Ganze nicht. Aber das hat sich ja jetzt mit dem Video ein bisschen zumindest geändert. In diesem Sinne viel Spaß damit, bis zum nächsten Mal, macht's gut.